Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Tauchvideo mit eurem Olli. Es geht zum zweiten Tauchgang am Tauchspot Kiemut Shoal. Ja, und wir sind erneut bei den Fuchshaien. Diesen sehr eleganten und faszinierenden Haien könnte man wirklich stundenlang zuschauen. Die drehen hier ihre Kreise über uns, vor uns und mitten durch uns hindurch. Das Maul halb geöffnet, dann diese riesigen Kulleraugen, mit denen sie wirklich so ein bisschen verscheppert aus der Wäsche gucken, und im Schlepptau jede Menge Lippfische und auch Wimpelfische, die sich eifrig daran machen, die Haie zu putzen. Alle weiteren Informationen zu dieser Haiart habe ich euch ja bereits im ersten Video erzählt. Falls einer von euch das verpasst haben sollte, hier oben rechts in der Infobox packe ich euch nochmal den Link rein. Und ansonsten lasse ich euch jetzt mit den Bildern alleine. Genießt diese wunderschönen Tiere. Wie gesagt, sehr selten, absolut faszinierend. Und für uns war das Ganze hier ein absolutes Highlight. Ich melde mich natürlich dann nochmal zum Ende mit weiteren Informationen. Bis dahin wünsche ich euch jetzt viel Spaß.
So, meine Lieben, das war's hier von den Fuchshaien am Tauchspot Kiemut Shoal. Und ich hatte euch ja im ersten Video erzählt, dass wir ja eigentlich Glück hatten, dass die Fuchshaie jetzt hier am Tauchspot Kiemut Shoal sind. Denn vorher waren sie ja bei Monad Shoal auf 30 bis 35 Metern. Und es hat natürlich auch einen Grund, warum die Fuchshaie jetzt hier sind und nicht mehr dort. Denn Monad Shoal wurde von Tigerhaien besiedelt, beziehungsweise erobert, wie man das auch immer nennen mag. Denn Tigerhaie sind sehr dominante Tiere. Bei den Haien gibt es halt auch so eine leichte Rangordnung. Und ja, wo die Tigerhaie dann bei Monad Shoal aufgetaucht sind, haben die Fuchshaie sich dann etwas Neues gesucht. Auf jeden Fall ist Kiemut Shoal wirklich eine Reise wert. Ein unfassbares Erlebnis, diese Haie hier in freier Wildbahn zu erleben und dann auch noch wirklich hautnah. Das kann man wirklich nur an sehr wenigen Orten auf der Welt. Der einzige fahle Beigeschmack ist natürlich, dass das Riff hier sehr unter dem Tauchtourismus leidet. Aber so wird es leider auch von den meisten Guides gebrieft. Dann kniet man sich halt auf das Riffdach und beobachtet die Haie. Deshalb ist gerade an Tauchspots, die mit solchen Sichtungen verbunden sind, wie zum Beispiel auch Manta Points auf den Malediven, in Indonesien oder wo man halt auch andere Haie beobachten kann, was den Korallenbewuchs angeht, doch ziemlich kaputt und abgerockt. Ich habe die ganze Zeit versucht, mich frei in der Wassersäule zu bewegen. Da kann man sich halt auch besser um die eigene Achse drehen, gerade wenn die Haie auf einen zukommen und über einen hinweg schwimmen. So kann ich mich dann in der Wassersäule frei bewegen und in alle Richtungen drehen und die Haie in ihrer Bewegung verfolgen. Aber viele Taucher sind halt hier auch stationär und knien mit den Knien und den Flossen auf dem Riffdach. Wie gesagt, ist halt der einzige fahle Beigeschmack bei solchen Erlebnistauchspots. Natürlich gab es an diesem Tag noch einen dritten Tauchgang und diesen haben wir am Tauchspot Monad Shoal absolviert. Und wir haben uns dort auf die Suche nach den Tigerhaien gemacht. Ob wir wirklich erfolgreich waren und was wir dort so alles gesehen und erlebt haben, seht ihr dann im nächsten Video. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Freue mich wie immer über Likes, nette Kommentare und den ein oder anderen neuen Abonnenten. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin und gut Luft, euer Olli.